Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen neuen Flywing GPS Heli für euch und zwar den neuen FW450L V3. Diesmal also kein Scale Heli und auch hier nicht in der Standardausführung, sondern ich habe ihn heute hier mit dem ganz neuen Vielblatt-Rotorkopf von Flywing. Den gibt es hier einmal in der kurzen Version für zum Beispiel den FW450L, aber auch einmal in der längeren Ausführung für zum Beispiel die Bell UH1 oder den Bell 206 Jet Ranger. Da ich hier jetzt keine RTF-Version habe, sondern ein extra zusammengestelltes Paket bekommen habe, wo auch der Vierblattkopf schon montiert war, um euch den mal zu zeigen, mache ich jetzt hier auch kein extra Unboxing. Ich zeige euch aber hier trotzdem noch mal kurz die Mechanik der V4-Version des F450L und auch mal beide Rotorköpfe etwas näher und dann gehen wir natürlich auch noch mit dem Vierblattkopf fliegen. Da dieser Vierblattkopf jetzt schon montiert war, kann ich euch in diesem Video nicht zeigen, wie der FW450 umgebaut wird. Aber vielleicht mache ich noch mal ein Video, wo ich die Bell oder den Jet Ranger auf Vierblatt umbauen werde, die ihr ja, by the way, auch beide als Vierblatt-Version schon kaufen könnt bei Flywing. Die Fernsteuerung und die Funktionen sind ja auch komplett identisch, wie zum Beispiel bei der Bell UH1 oder dem Airwolf. Ich denke mal, das werde ich auch hier nicht extra nochmal zeigen. Die könnt ihr dann auch in dem Video zur Bell mal in Ruhe anschauen. Das verlinke ich euch mal hier oben. Das Einzige, was ich da noch nicht gezeigt habe, ist der Rückenflug. Den werde ich euch natürlich hier einmal zeigen, auch wie man den in der Software aktiviert und welche verschiedenen Möglichkeiten es für den Rückenflug gibt. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Dann zeige ich euch mal ganz kurz den Aufbau des neuen FW450L V3. Ich wollte hier eigentlich vorher schon mal die Haube abnehmen, um die Mechanik besser zeigen zu können. Aber dazu muss der Vierblattkopf runter, weil er nicht durch die Öffnung hier oben passt. Nur habe ich den ums Verrecken nicht mehr von der Welle bekommen. Der sitzt auch ohne Schraube so fest drauf, dass ich ihn einfach nicht mehr runter bekomme. Ich wollte da jetzt auch nicht noch mehr mit Zange und Gewalt dran gehen, um den von der Welle zu lösen. Daher muss ich euch das jetzt mal so mit Haube versuchen zu zeigen. Der Rahmen bzw. das Chassis der Mechanik besteht hier aus ca. 1,3 mm starken Carbonplatten. Als Heckrohr haben wir ein ovales Aluminiumrohr, wo am Ende eine Heckflosse aus Kunststoff eingesteckt ist und daran ist dann der separate Heckantriebsmotor angeschraubt. Das ist hier ein Brushless Außenläufer. Der genaue Typ wird leider nirgendwo angegeben. Vorne am Heckrohr haben wir einen fest verbauten XT-Stecker. Das Gegenstück befindet sich hier hinten in der Heckrohraufnahme der Mechanik. Das Heckrohr wird auch einfach nur von hinten reingeschoben bis zum Anschlag und bis der Hebel hier seitlich einrastet. Somit ist die elektrische Verbindung zum Heckrohr schon hergestellt und das Heckrohr gleichzeitig auch gesichert. Zum Lösen des Heckrohrs müssen wir einfach nur den Hebel runterdrücken und dann können wir das Heckrohr nach hinten rausziehen. Der Hauptantrieb ist ebenfalls ein Brushless Motor und zwar auch ein Außenläufer. Hier habe ich aber auch ebenfalls keine genaueren Angaben gefunden. Die Kraft wird hier über eine schräg verzahnte Zahnrad-Ritzelverbindung übertragen. Wir haben hier eine 6 mm Aluminium Hauptrotorwelle und der komplette Rotorkopf, hier in dem Fall jetzt der neue Vierblattkopf, besteht auch komplett aus Aluminium. Bis auf die Anlenkgestänge, diese sind hier aus Kunststoff. Die Taumelscheibe wird angesteuert von 3 GDW H401 MG Servos. Diese sind auch wieder im 120 Grad Winkel angeordnet. Hier hinten haben wir dann den Flight Controller sitzen. Das ist hier natürlich auch wieder das H1 Lite System in Verbindung mit einem GPS-Modul, das hier beim FW450L hinten unter die Haube eingeschraubt wurde. Und vorne haben wir noch den Motorregler sitzen. Das ist in diesem Fall ein 60 Ampere Regler, auch hier die neue V4-Version mit Alugehäuse und Kühlrippen. Den vorderen Teil der Haube können wir hier runterklappen. Da kommt dann der 5000 mAh 4S LiPo-Akku rein. Der wird vorher hier auf eine Schiene montiert und die können wir dann hier vorne in die Mechanik einfädeln, dann nach hinten einschieben und dann rastet die Schiene oben ein und der Akku ist gesichert. Hier hinten habe ich noch den Empfänger montiert. Der stammt jetzt in meinem Fall aus der RTF-Version des Airwolf. Das ist hier der FlySky FSI A6B 6-Kanal-Empfänger. Zum Rotorkopf gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Er macht einen sehr guten und gut verarbeiteten Eindruck. Besteht wie gesagt bis auf die Anlenkgestänge komplett aus Aluminium. Wenn ihr den Vierblattkopf separat bestellt, kommt er komplett mit Hauptrotorwelle und Taumelscheibe und ist komplett vormontiert. Dann ist wahrscheinlich auch bei beiden Köpfen die Rotorkopfbremse mit dabei. Die war hier beim 450L jetzt nicht montiert. Natürlich sollte man auch hier vorher alle Schrauben vor dem Erstgebrauch nochmal prüfen, ob alle richtig fest sind. Für den FW450L wäre das dann die kurze Version mit 101 mm Länge und für die Bell UH1 und den Bell 206 Jet Ranger müsst ihr dann den Vierblattkopf in der langen Version mit 117 mm Länge bestellen. Der ist natürlich komplett identisch aufgebaut, nur dass wir hier wie gesagt eine längere Hauptrotorwelle haben und einen längeren Aufbau nach oben. Das heißt längere Anlenkgestänge und einen größeren Abstand zwischen Taumelscheibe und Rotorkopf. Wir haben hier einen Schraubenabstand der Blatthalter von 73 mm und das Blatthaltermaß ist hier ca. 4,7 mm. Natürlich hat die Rotorwelle einen Durchmesser von 6 mm. Von den Grundeinstellungen habe ich hier jetzt nichts mehr angepasst, außer dass ich hier die Kopfdrehzahl auf 75% runtergesetzt habe, da wir ja jetzt 4 Blätter haben und nicht wie bei der Standardausführung des FW450L nur 2 Blätter. Ja, die Fernsteuerung habe ich euch ja schon in den Videos zum Airwolf und zur Bell UH1 genauer gezeigt und auch die ganzen Funktionen. Daher gehe ich die jetzt hier nicht auch nochmal durch, die sind nämlich komplett identisch. Ich verlinke euch hier oben rechts nochmal eines der Videos, wenn ihr die noch nicht kennt.
Das einzige, wie eben schon gesagt, ist der automatische Rückenflug. Den hatte ich in den beiden Scale-Videos noch nicht gezeigt. Das macht jetzt auch hier bei dem FW450L mehr Sinn. Den können wir natürlich auch über die Fernsteuerung aktivieren, und zwar hier über den rechten Zwei-Stufen-Schalter und wenn wir im GPS-Modus sind. Wenn wir den Schalter auf Invert umlegen, dann dreht sich der Heli von alleine auf den Kopf und hält dann auch ganz normal wie im GPS-Modus üblich die Position, bis wir dann mit den Sticks den Heli bewegen. Genauso können wir dann wieder zurück in die Normalfluglage, wenn wir den Schalter wieder auf Normal stellen. Die automatische Rückenflugfunktion wird auch erst bei einer Höhe von 5 bzw. 10 Meter je nach Softwareversion freigeschaltet. Darunter können wir dann den Heli nicht auf den Rücken drehen bzw. zurückdrehen. Und während dem automatischen Rückenflug ist die Return-to-Home-Funktion deaktiviert und funktioniert erst wieder in der Normalfluglage. Damit die automatische Rückenflugfunktion eingeleitet werden kann, muss man diese aber vorher noch in der Software einschalten. Das ist nämlich im Normalfall nicht vom Werk aus aktiv. Dazu müssen wir das H1 Lite erstmal mit dem USB-C-Kabel mit dem PC verbinden, den Heli mit dem LiPo verbinden und am besten noch die Fernsteuerung einschalten. Dann starten wir die H1-Software und drücken einmal auf Connection, damit die Daten aus dem H1 ausgelesen werden können. Dann werden die aktuellen Einstellungen des H1 angezeigt. Hier rechts haben wir dann das Feld für den Rückenflug. Der steht, wie man sieht, noch auf Aus. Den müssen wir also erstmal auf Anstellen. Dann kommt hier noch so ein Hinweis, den am besten einmal durchlesen. Da steht auch drin, dass die Drehzahl nicht geringer sein sollte als 75%. Da wir aber jetzt einen Vierblattkopf verbaut haben, können wir die Drehzahl trotzdem auf 65% reduzieren. Dann sehen wir hier noch zwei Auswahlmöglichkeiten, und zwar als erstes Easy. Das bedeutet, dass die Sticksteuerung im Rückenflug identisch bleibt wie im Normalflug. Das heißt, rechts-links bleibt rechts-links, vor und zurück bleibt vor und zurück und hoch-runter bleibt hoch-runter. So als wäre der Heli gar nicht auf dem Rücken. Dann können wir noch auf Professional umstellen. Das ist dann der Rückenflug, wie man ihn kennt, wo sich dann manche Steuerfunktionen umkehren, wie zum Beispiel hoch und runter sind dann vertauscht, weil der Heli ja jetzt auf dem Kopf fliegt. Für Anfänger, die den Rückenflug einmal ausprobieren möchten, empfehle ich aber erstmal den Punkt auf Easy zu belassen. Wenn wir dann den Schalter an der Fernsteuerung einmal umschalten, sehen wir auch hier an dem Balken, dass alles funktioniert. Dann können wir noch auf den Reiter Parameters gehen. Hier kann man nämlich eine 3D-Security-Funktion aktivieren. Diesen Punkt gibt es aber erst ab der Softwareversion 2. Heißt, gibt es die bei euch nicht, müsst ihr die Software einmal aktualisieren. Hier unten können wir dann den Schalter auf Anstellen und eine Höhe festlegen, bei der die Security-Funktion aktiviert wird, wenn ihr im manuellen 3D-Modus fliegt, also nicht im GPS-Modus. Das bedeutet dann, fliegt ihr unterhalb der eingestellten Höhe und ihr habt an der Fernsteuerung den Schalter auf 3D, bleibt der Heli trotzdem im GPS-Modus, solange bis ihr die eingestellte Höhe erreicht habt. Erst dann schaltet der Heli in den eingestellten 3D-Modus und ihr könnt ganz normal frei 3D fliegen. Sollte dann der Heli außer Kontrolle geraten, weil ihr euch versteuert habt und der Heli fällt auf die eingestellte Höhe zurück, richtet er sich wieder komplett neutral aus und schaltet auch wieder automatisch in den GPS-Modus zurück. Das funktioniert natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel manuell im 3D-Modus auf dem Rücken fliegen solltet. Daher sollte die Höhe auch bei mindestens 8 Meter belassen werden, weil die Funktion gerade auf dem Rücken dann auch ein bisschen Platz benötigt und sonst die Gefahr besteht, dass die Höhe nicht ausreicht. Wenn ihr dann alles nach euren Wünschen eingestellt habt, könnt ihr dann im Main-Menü auf Disconnect klicken und die Einstellungen im H1 werden gespeichert.
Ja, ich denke mal, zum FE 450L gibt es jetzt schon so viele Reviews. Ich kann mich da nur den meisten anschließen und sagen, dass es ein richtig cooler Heli ist. Dank GPS natürlich auch super für Einsteiger geeignet. Wobei ich immer wieder sagen muss, dass es auch sinnvoll ist, mit einem Simulator die grundlegenden Steuerfunktionen zu lernen. Denn wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert, wie zum Beispiel GPS-Ausfall oder so, dann sollte man zumindest noch nach Möglichkeit in der Lage sein, den Heli zumindest in der Luft zu halten und zu landen. Ansonsten ist das mit GPS natürlich ein sehr sicheres Fliegen. Aber trotzdem ist ein Heli kein Spielzeug und sollte immer mit Respekt und Vorsicht betrieben werden. Der neue Vierblatt-Rotorkopf gefällt mir auch sehr gut und macht auch einen sehr stabilen und guten Eindruck und lässt sich auch prima fliegen. Da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Das Einzige, was jetzt bei mir aufgefallen ist, ist, dass die Blätter, die ich von Flywing nachträglich bekommen habe, nicht so einfach in die Blatthalter passten. Daher musste ich die Blätter etwas nachschleifen, damit sie locker in die Blatthalter reingehen, denn die dürfen ja nicht zu stramm drin sitzen. Das war aber nur bei den Blättern so. Ich hatte noch andere, die aber leichte Defekte hatten, die wollte ich daher jetzt nicht benutzen, die passten aber perfekt da rein. Keine Ahnung, ob das jetzt ein spezielles Blattproblem ist oder ob es unterschiedliche symmetrische Scaleblätter gibt. Das Unpassendere ist nämlich auch etwas dunkler im Grau als das, was gut gepasst hatte. Ich hatte da mal bei Flywing nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Da sollte man dann beim Bestellen der Blätter vielleicht darauf achten. Welche aber auch perfekt passen, sind hier die normalen symmetrischen Blätter von Flywing, die eigentlich für den FE 450 vorgesehen sind. Da müsst ihr halt dann nur 4 Stück von haben. Der automatische GPS-Rückenflug hat auch super funktioniert. Der ist ja genau wie im Normalflug dann GPS unterstützt, was das Rückenfliegen natürlich sehr einfach macht. Auch, dass man hier den Mode auf Easy stellen kann, hilft natürlich sehr, schnell normalen Rückenflug zu machen. Andererseits ist es zum richtigen Rückenflug üben eher kontraproduktiv, weil man es dann quasi ja falsch lernt. Da empfiehlt es sich dann eher, den Mode auf Professional zu stellen und sich langsam ranzutasten. GPS ist ja wie gesagt aktiv und dadurch kann ja eigentlich nicht viel passieren. Aber so lernt man halt direkt das richtige Steuern auf dem Rücken. Zu beachten ist aber, dass während des GPS-Rückenflugs die automatische Return-to-Home-Funktion deaktiviert ist und ihr natürlich dann selbst auf die Akkukapazität achten müsst. Ja, kommen wir am Ende zu der 3D-Secure-Funktion. Wie eben schon gesagt, kann man unterhalb der eingestellten Höhe nicht versehentlich in den 3D-Modus umschalten. Daher ist die Funktion auch für unabsichtliches Umschalten in den 3D-Modus für Anfänger sehr sinnvoll. Der Heli schaltet auch nicht automatisch ab der eingestellten Höhe von GPS auf 3D, auch wenn der Schalter unterhalb der Höhe schon auf 3D umgestellt wurde. So war es jetzt jedenfalls bei mir. Bei der neuen Version dreht sich der Heli beim Retten im Rückenflug auch nicht mehr wieder um, sondern bleibt auf dem Kopf und schaltet dann zum Retten in den GPS-Mode. Ich bin noch davon ausgegangen, dass sich der Heli wieder umdreht. Das ist aber wie gesagt neuerdings nicht mehr der Fall. Dadurch war ich dann erstmal sowieso irritiert und die Rettung kam auch später als bei den eingestellten 8 Metern. Gefühlt passierte erst bei 2 bis 3 Meter über dem Boden was. Da merkte man aber, dass er wieder im GPS-Modus war und die Drehzahl reduziert wurde, was ja auch normal ist. Aber das alles hat mich irgendwie in dem Moment irritiert, dass ich den Heli wieder hochbringen wollte. Leider habe ich dabei dann den Fehler gemacht, dass ich das richtige Steuern auf dem Rücken im Kopf hatte und versucht habe, den Heli über ziehende Sticks wieder nach oben zu bekommen. Dabei ist er dann natürlich durch das easy eingestellte 3D leider runtergegangen und ehe ich das registriert hatte, im Feld gelandet. Denn er war ja im GPS-Modus so eingestellt, dass er auf dem Rücken die Steuerfunktionen nicht umkehrt. Ja, war etwas blöd von mir. Ich hätte einfach loslassen sollen und dem Heli vertrauen sollen. Aber so ist es dann manchmal. Man ist überrascht und reagiert einfach falsch. Blöd nur, dass es beim Ausprobieren der Sicherheitsfunktion passiert ist. Aber viel ist auf den ersten Blick nicht passiert, außer dass das Hauptzahnrad jetzt danach etwas Karies hat. Als Fazit dazu würde ich sagen, die Rettung kam etwas später als erwartet, hat aber funktioniert. Und wenn ich einfach alle Sticks losgelassen hätte und manuell nicht eingegriffen hätte, wäre wahrscheinlich auch gar nichts passiert. Aber das Beispiel zeigt auch wieder, dass man die Rettungsfunktionshöhe nicht unter 8 Meter einstellen sollte, weil sonst reicht eventuell der Platz irgendwann nicht mehr. Der Nachteil ist natürlich, dass man auch erst ab der Höhe 3D fliegen kann. Ja, zum richtigen 3D-Fliegen bin ich dann durch den Crash jetzt auch nicht mehr gekommen, aber ich mag das freie Fliegen mit der Federrückstellung am Pitchknüppel sowieso nicht wirklich. Ja, ein etwas bitteres Ende, aber ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Die Links zum Heli und zu den Rotorköpfen steht natürlich unten in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir auch gerne mal eure Erfahrungen mit der Rettungsfunktion in die Kommentare und das Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.